Guten Morgen. Die meisten von euch haben sicherlich erraten, wo wir sind. Willkommen in Hanoi. Wir freuen uns wirklich hier zu sein. Wir werden heute die Innenstadt so ein bisschen erkunden, machen coole Fotos. Wie ihr seht, ist es halt mega eng und laut hier. Also ganz anderen Eindruck als gestern. Wir freuen uns drauf. Ihr werdet einfach sehen, wir werden vloggen für den ganzen Tag. So, ihr seht hier im Hintergrund, es geht nicht viel los. Wir haben schon einige Aufnahmen machen können. Ich muss sagen, es ist laut. Es ist mega viel los. Es sind unterschiedliche Gerüche hier. Eigentlich ziemlich cool. Sehr chaotisch die Stadt. Man muss damit klarkommen, man muss einfach über die Straße gehen und gehen, weil die Autos fahren so über Rot oder die Roller. Also von daher, es ist einfach ein ganz anderes Feeling, ganz andere Kultur. Sehr interessant zu sehen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt zur Trainstraße, also Train Street, und versuchen da den Zug noch zu bekommen, weil er noch zu bestimmten Zeiten fährt. Das hier sind übrigens solche kleinen mobilen Restaurants, die dann plötzlich entstehen, vor allem nachts bzw. in Abendstunden. Dann kommt da so eine Frau oder ein Mann, die dann einfach ihren Stand aufbauen, ja, und dann ihr Essen verkaufen. Also es ist in der ganzen Stadt so verteilt. Sehr, sehr krass, sowas zu sehen. Ist das nicht der Hammer? Das ist halt, ja, deren Kultur, deren Art zu leben. Ich weiß nicht, ich hätte ein bisschen Angst, so ungekühltes Fleisch zu essen. Ich glaube, wir sind aber zu verwöhnt, das was wir haben und das was hier ist, wie die Leute halt leben. Ich meine, die leben ja auch trotzdem, die werden ja dadurch nicht krank oder sowas. Man muss damit klarkommen. Am ersten Tag ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht. Also so von der Idee her, das so zu erleben. Also einfach mal durch die Straße zu gehen und einfach dieses Ganze zu erleben hier, wie es hier wirklich ist. So, wir sind angekommen bei der Train Street. Wir werden gerade irgendwo hingeführt von irgendeinem Mann, wahrscheinlich irgendwie in sein Café oder sowas. Keine Ahnung, wir machen das einfach mal mit. Also in 5 Minuten soll er dazu kommen. Ihr seht schon bei mir im Hintergrund die Schienen. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn das Teil hier lang fährt. 40 kommt der Zug. Die Tische und Stühle werden schon zusammengeklappt, wie ihr seht im Hintergrund. Es ist sehr, sehr schwer, einen guten Platz zu finden, wo man gute Fotos machen kann. Also viel los hier. Also viele Leute, die hier Fotos machen, die hier Kaffee trinken wollen. Also 10 Minuten kommt der Zug. Ich habe versucht, einige Aufnahmen zu machen. Mit dem Zug habt ihr ja gesehen, auch als der Zug kam. Das ist gar nicht so einfach, weil der Zug, man weiß gar nicht, wie breit der tatsächlich ist. Und man hat eher mehr Angst darum, vom Zug überfahren zu werden. Ne? Aber nehmt euch Zeit vorher. Ja, nehmt euch Zeit vorher. Wir sind auf die letzte Minute gekommen. Aber hier, was wir gerade gesehen haben, die lange Schiene, also die gerade Schiene, ist weitaus besser für Fotos als jetzt irgendwie in der Kurve zum Beispiel. Das ist ein kleiner Tipp. So, wir gehen jetzt weiter und gucken uns noch die Seitenstraßen hier von der Train Street an. Wir sind jetzt in der Seitenstraße von der Train Street, also du wirst ja teilweise auch überfahren. Aber es ist sehr, sehr interessant, die Leute einfach so vom ganzen alltäglichen Leben mal zu sehen, so wie die hier sitzen, essen, Handel betreiben, oder? Ja, also vor allem, wie die halt wohnen. Man sieht ja richtig, wie die teilweise wohnen und direkt vor den, ich sag jetzt mal Häusern, haben sie einzelne Läden oder ein Friseur ist drin oder kleine Märkte oder Obst und Gemüse oder kleine quasi Tante-Emma-Läden und so weiter. Und die essen hier einfach so mitten auf der Straße. Also oder Motorrad fährt die einfach so mitten durch. Grillen. Also krass, wirklich krass zu sehen. Also eine Apotheke ist hier auch. Also das normale Leben, ja. Also dieses, wie soll ich sagen? Echte Leben. Dieses echte Leben. Ja. Also in der Nähe von der Train Street, eine Seitenstraße, kommt einfach her. Wie kommen wir über die Straßen? Einfach gehen, keine Angst haben, gehen und bloß nicht stehen bleiben. Die fahren einen schon nicht an. Also Rot, grün, scheißegal. Ja. Ja, das ist Rot echt. und grün wird gar nicht beachtet. Das kennen wir auch aus Jakarta, aber hier ist es. Du kommst trotzdem durch. Nee, in Jakarta kommst du nicht durch. Ja, stimmt. Kannst du hier über die Straße, aber hier gehst du einfach. Aber hier ist es sehr, sehr laut.
waren wir nämlich hier essen. Eines der beliebtesten und bekanntesten Pho-Suppen. Ich hoffe, ich habe das wieder ausgesprochen. Jeder kommt hier. Und jetzt nach diesen Schlangen, gestern am Abend hatten wir Glück, dass wir überhaupt einen Tisch bekommen haben. Also kommt auf jeden Fall hierher. War sehr, sehr lecker. Wir hatten 60.000 Dong oder 65.000 Dong gezahlt pro Suppe und war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wir sind jetzt in der Nähe einer christlichen Küche und an dieser christlichen Küche gibt es anscheinend so einen richtig bekannten Spot da hinter mir. Brot oder so ein à la Baguette, irgendwas kostet 25 Baht. Die stehen hier alle an und das scheint sehr, sehr bekannt zu sein. Also das haben uns auf jeden Fall andere Leute auch so zwischendurch gesagt, so, hey, ist gut, geh hier hin. Und hinter mir seht ihr die christliche Kirche. Ob das eine katholische ist oder evangelische, kann ich jetzt nicht sagen. Würde ich gleich mal überprüfen und dann nochmal sagen. Ist das nun eine katholische oder evangelische Kirche? Eine katholische Kathedrale. Sehr gut. In die wir jetzt reingehen. Ja, können wir? Okay, wir gehen rein. Ja, 1886 wurde diese Kathedrale gebaut von einem Franzosen und sie ähnelt dem Notre Dame aus Kalkstein gebaut und ist relativ groß, von innen wie gesagt sehr katholisch aufgebaut. Viele Leute kennen das hier nicht. Das ist für die eher so ein Schock, was das hier tatsächlich ist. Auf jeden Fall sehr viel los und sehr viel Trubel, sehr laut. Das habt ihr ja gerade gehört. So, wir sind jetzt im Notcafé. Gerade einen Kaffee getrunken und ihr seht hinter mir überall die ganzen Notizzettel. Es ist alles voll. Also von der Decke bis hin zu Wendenboden, alles voll. Richtig cool. Hat was ganz anderes. Und man ist überwältigt von dem Ganzen. Vielleicht findet ihr im 3. Stock ja unseren Zettel. So, nach dem guten Kaffee, also wirklich gut. Der erste gute in Vietnam bisher. Ja. Es gibt natürlich auch einen Starbucks oder sowas, das wollten wir nicht probieren. Und es gibt halt diesen Egg-Kaffee, Egg-Coffee. Ist süß, weil er Kondensmilch, glaube ich, hat oder so. Und so ein bisschen Puddingartig ist. Also Vanillepudding in diese Richtung geht das. Schmeckt sehr, sehr gut. Traut euch das zu probieren. Jetzt sind wir hier gerade auf eines wohl der beliebtesten oder belebtesten eher Straßen. Normalerweise fahren hier Autos. Das Militär feiert 80 Jahre, also Entstehung des Militärs, Gründung des Militärs, feiern die am 22.12. Den 80. Jahrestag. So, das ist im Übrigen unser Hotelzimmer. Also jetzt ist ein bisschen unaufgeräumt, also nach dem Cleaning. Aber das ist unser Ausblick. Also das ist so richtig typisch, Hanoi. Auf dem Hotel haben wir auch ein Rooftop. Und am 8. Stock ist das Restaurant. Ne, Quatsch, am 9. Stock ist das Restaurant. Und darüber dann halt noch das Rooftop, wo du halt auch einen ganzen Blick hast über die Stadt. Zwar nicht so weit, aber trotzdem schon ganz nett. Achso, und das Bad sieht auch ganz süß aus. Hier hinter mir ist die berühmte Bierstraße, Partystraße, wie man sie auch immer nennt. Relativ laut jetzt schon. Ich glaube, später am Abend wird das hier richtig voll sein. Es sieht auf jeden Fall sehr faszinierend aus. Fast es hier nicht alles gibt. Gerade auf dem Weg zu einem Markt. Ihr seht, das ist richtig viel Trubel. Also man hat eher Angst, überfahren zu werden. Es ist so ein Tagesmarkt, also da gibt es alles. Anscheinend Essen, irgendwelche Produkte, die hier verkaufen. Also sehr unterschiedliche Sachen. Aber auch sowas hier zum Beispiel. Das ist ehrlich gesagt so ein riesen Drive-Thru, wie bei McDonald's, und du kannst hier halt gefühlt alles kaufen. Also du hältst ein Motorrad hier an und kannst alles kaufen, was du möchtest. Zu viel Eindrücke.
Aber es ist krass, sowas zu sehen. Also wirklich krass. Man kann das fast gar nicht beschreiben. Man muss sowas hier für sich selber erleben. Also Fotos und Videos, ich glaube, die bringen das nicht rüber, was man hier wirklich erlebt. Hier, das ist dieser Drive-Thru, den ich meinte. Das Geld einfach rüber, du bekommst deine Ware. Brauchst du nicht mehr abzusteigen. Also man geht hier halt durch dieses Gebäude und man hat gerade gesehen, dass es so ein Fischdings ist, also Gewürze, Fisch, irgendwas Süßes, da gab es da. Und jetzt sind wir wahrscheinlich im anderen Teil, wo du halt irgendwie Krimskrams kaufen kannst. Irgendwelche Lichter und Schuhe. Also sehe ich gerade. Hier sind die Lichter. Falls euch dann in Vietnam zufälligerweise durch die Airline, so wie es bei uns passiert ist, der Koffer kaputt gegangen ist, könnt ihr hier relativ günstig einen Ersatzkoffer kaufen. In einer guten, aber auch schlechten Qualität, schlechteren Qualität. Wir haben einen relativ stabilen gefunden, hoffen wir. Da wir haben jetzt 20 € gezahlt, umgerechnet. Für die Reise weiter nach Thailand und dann auch zurück. Hoffentlich wird der Koffer dann halten. Ja, aber der Koffer, den wir sozusagen zurückbekommen haben von unserer Reise über Doha, ist leider komplett kaputt gegangen. Deswegen ja, mussten wir einen neuen Koffer kaufen. So, nach dem Kofferkauf gehen wir langsam jetzt zurück zum Hotel. Wir suchen uns noch was zu essen, denn es gibt hier so ein Banh Mi, so ein Brot, gefüllt mit unterschiedlichen Sachen. Das kannst du dann aussuchen. Da gehen wir jetzt hin und bringen den Koffer auch zurück, also ins Hotel, damit er da schon mal ist, und gehen danach auf den Nightmarket. Übrigens, wenn ihr das Ganze, was wir heute geblockt haben, auf dem 360-Grad-Kamera sehen wollt, dann haben wir die natürlich auch dabei. Das Video ist hier oben, da oder da verlinkt. Schaut gerne rein, damit ihr mal einen guten Eindruck bekommt mit dem Originalsound. Das, was wir hier sozusagen alles aufgezeichnet haben. Schaut gerne rein, wird uns sehr, sehr freuen. Ja, wir werden noch ein paar Eindrücke vom Nightmarket machen und nehmen euch gerne mit. Übrigens, eine Sache, die wir euch sagen können, die wir auch ziemlich cool finden. Der Volkswagen hier in Vietnam ist der sogenannte VinFast. Die haben unterschiedliche Modelle, haben sogar auch Motorroller. Und hier fahren überall diese VinFast-Fahrzeuge, richtig schöne Elektrofahrzeuge teilweise. Ich weiß nicht, ob sie auch Benziner haben oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob sie Benziner haben, aber die Fahrzeuge sehen echt gut aus. Und ich glaube, man bekommt die auch wirklich zum guten Preis. Wie ihr seht, schlendern wir gerade noch über den Night Market hier. Sehr viele Sachen, die du auch kaufen kannst, nachgemachte Sachen. Ja. Wir haben so eine coole Strandtasche gekauft gerade und würden euch jetzt so langsam verabschieden mit dem heutigen Vlog. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.